Hallo und herzlich willkommen auf Epic. Heute haben wir wieder einen Büchertipp für euch: Helicopters in Special Operations. Helikopter im Spezialeinsatz ist ein spezialisiertes Buch für Hubschrauber im Polizei- und Militäreinsatz. Tatsächlich sind hier in dem Buch über ein Drittel der Hubschrauber aus dem Polizeidienst und es geht hier hauptsächlich um Transportmaschinen. Diese werden dann in unterschiedlichsten Varianten eingesetzt bzw. auch modifiziert, um verschiedene Aufgaben durchführen zu können. Da geht es natürlich hauptsächlich hier, wie der Titel des Buches schon sagt, um Spezialeinsätze. Auf über 250 Seiten hat man hier sehr detailliert mit einem hohen technischen Anspruch Bilder und entsprechend auch Texte für Avionik-Interessierte zusammengefasst, um in Bezug auf die Ausstattung wie Nachtsichttechnik, Radarwarnanlagen, Täuschkörperwerfern, Bewaffnung, Modifikationen und findet man hier in diesem Buch. Es sind zwar auch ein paar Kampfhubschrauber mit abgebildet, aber tatsächlich ist der Fokus hier auf die Transportmaschinen. Was ich jetzt persönlich als jetzt nicht Avionik-Experte bemerkt habe, ist, dass hier sehr, sehr viele Hubschrauber identisch sind. Also es gibt jetzt gar nicht so viele verschiedene Hubschraubertypen, tatsächlich aber verschiedene Hubschrauber in verschiedenen Modifikationen. Neben den verschiedenen Hubschraubern und Ausstattungssystemen werden hier auch verschiedene Techniken gezeigt, wie zum Beispiel das Fast Roping oder Halo- und Hey-Ho-Sprünge, die Aerial Refueling-Technik, wenn die Hubschrauber in der Luft betankt werden oder aber auch entsprechend hier als Waffenstationen eingesetzt werden. Was hier auch sehr spannend ist, zu sehen, wie zum Beispiel bei einem Bodeneinsatz von Truppen die Hubschrauber eine überwachende Rolle einnehmen und Scharfschützen eingesetzt werden oder aber der ganze Einsatz aus dem Hubschrauber heraus koordiniert wird. Die Transporthubschrauber werden auch natürlich dafür verwendet, Einsatzkräfte extrem schnell in das Einsatzgebiet zu verbringen und natürlich auch wieder herauszuholen, wenn es denn an der Zeit ist. Im Inhaltsverzeichnis findet ihr als allererstes die verschiedenen Länder mit den verschiedenen Hubschraubersystemen. Hier habt ihr einen sehr, sehr guten Überblick, wer überhaupt über Transporthubschrauber oder modifizierte Transporthubschrauber für den polizeilichen und militärischen Einsatz nutzt und wie sie genutzt werden. Was ich auch sehr interessant fand, hier zu sehen, ein Apache-Hubschrauber mit einem Soldaten außen auf dem Waffenflügel, das ist der sogenannte Emergency Wing Rescue. Wurde im Afghanistan-Krieg praktiziert, um entsprechend Einsatzkräfte schnell aus dem Einsatzgebiet rausfliegen zu können, auch wenn der Kampfhubschrauber dafür eigentlich nicht gedacht war. Extreme Herausforderungen sowohl für den, der draußen sitzt, als auch für den Piloten, der die Waffenstation auch bedient zusätzlich. Hier muss natürlich jetzt zum Bild gesagt werden, das ist jetzt kein Bild aus Afghanistan, sondern aus einem KFOR-Trainingseinsatz. In den abschließenden Kapiteln wird nochmal der Transporthubschrauber oder der Spezialeinsatzhubschrauber in verschiedenen Missionen in der Vergangenheit, in der Geschichte gezeigt. Hier haben wir unter anderem zum Beispiel, wer kennt nicht Black Hawk Down, Operation Irene 1993 in Mogadischu oder Operation Red Wings 2005, wo der Chinook abgeschossen wurde, Riesentragödie. Und natürlich auch wird hier das Thema Neptune Spear behandelt, 2011, wo Osama Bin Laden getötet wurde. Dort ist ja zum Beispiel auch ein Hubschrauber zum Einsatz gekommen, wo bis heute noch nicht hundertprozentig geklärt ist oder bekannt ist, was genau es für ein Hubschrauber war, der dann da beim Absetzen der Truppen in Schwierigkeiten geraten ist und notlanden musste. Also sehr, sehr gut und sehr, sehr cool zusammengefasst, das ganze Buch hier. Man hat wirklich viele Informationen, sehr detaillierte Informationen, absolute Empfehlung. Zum Schluss möchten wir nochmal den hohen technischen Anspruch der Bildunterschrift hervorheben. Hier wurden nicht einfach nur Bilder und Text zusammengefügt, sondern das wurde wirklich sauber recherchiert. Ihr habt extrem viel Inhalt bei den Texten, sei es die Bewaffnung, sei es die Ausstattung, sei es die Modifikation der Hubschrauber. Hier kommt auf jeden Fall jeder Avionik-Liebende auf seine Kosten. Der Autor ist Christian Raststätter, der Verlag ist der SKA-Verlag KISOM. Der Link zur KISOM ist unten eingeblendet. Dort könnt ihr das Buch beziehen und natürlich auch in jedem gut sortierten Buchgeschäft. Die ISBN ist die 978 3981 57 955 0. Wenn ihr selbst mit Hubschraubern im Spezialeinsatz nichts anfangen könnt, denkt daran, das ist hier eine sehr, sehr schöne gebundene Ausgabe mit tollen Bildern und Text. Das ist natürlich immer auch ein sehr, sehr gutes Geschenk, falls ihr jemanden habt, den sowas interessiert. In diesem Sinne, viel Spaß beim Lesen. Wir sind raus. Wie immer an dieser Stelle, Luck. Bis dann. Macht's gut. Bye, bye.
Heute nehmen wir euch wieder mit auf eine spannende Reise in die Geschichte der Hubschrauber im Militäreinsatz. Ist das gut oder das ist zu krass, oder? Okay, gut. Stefan, der ist torfig im Abgang. Ich bin kein Whisky-Kenner, es tut mir leid, Leute.